Servus und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wenn du neu hier bist, schau dich ruhig ein bisschen um und wenn dir meine Videos gefallen, zöger nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du kein weiteres Video mehr verpassen durch. Heute tauchen wir nochmal in Star Trek Online ein und zwar in die Guides, nicht in die Builds, sondern Guides, und ich zeige dir, wie du einen Charakter erstellst. In Star Trek Online, einem weitläufigen Universum, das auf der berühmten Sci-Fi-Serie basiert, ist die Charaktererstellung mehr als nur ein einfacher Vorgang. Sie ist der Beginn deiner eigenen Legende. Dieses Video führt dich durch die verschiedenen Schritte der Charaktererstellung, erklärt die Bedeutung jeder Wahl, die du triffst und wie diese dein Spiel beeinflussen kann. Wenn du neu in Star Trek Online bist und hast hier noch keine Charaktere, klickt man einfach hier auf neuen Charakter erstellen und kommt ins Fraktionsmenü, also wo ihr eure Fraktionen wählen könnt. Es gibt 2 große Fraktionen und 4 kleinere Fraktionen. Ich unterteile das gerne so, denn das hat folgenden Hintergrund. Sternenflotte und klingonische Verteidigungsstreit macht sie die großen Fraktionen. Discovery Sternenflotte, Dominion, TOS Sternenflotte und Romulanische Republik sind die kleinen Fraktionen. Die kleinen Fraktionen haben am Anfang nur vereinzelte einzelne Missionen auf ihre Fraktion halt ab und ab einem bestimmten Punkt entscheidet man sich entweder der Sternenflotte oder der klingonischen Verteidigungsstreitmacht beizutreten und ab diesem Punkt sind die Missionen eigentlich für alle dieselbe. In unserem Beispiel werden wir jetzt mal klassische Sternenflotte wählen und dann kommen wir auch schon zur Rassenauswahl. Wir haben bei der Sternenflotte verschiedene Möglichkeiten hier zu agieren. Man kann Mensch, Andorianer, Bajoraner und so weiter wählen. Bei den Klingonen kann man ebenfalls spezifisch wählen, genauso wie bei Discovery Sternenflotte. Allerdings ist da die Wahlmöglichkeit etwas begrenzt. Genauso wie bei TOS die Wahlmöglichkeit etwas begrenzt ist. Und bei der Romulanischen Republik ebenfalls. Vielleicht kommen da noch für Free-to-Play-Spieler die eine oder andere Möglichkeit hinzu, vielleicht aber auch nicht. Das weiß man nicht, es bleibt abzuwarten. Prinzipiell könnt ihr alles spielen, was ihr wollt. Also ihr könnt die Rasse und die Fraktion wählen, die ihr wollt, denn mit jeder Rasse und jeder Fraktion kann man in dem Spiel prinzipiell, vor allem im Casual Play, alles machen. Wenn ihr auf Min-Maxing aus seid, also wenn ihr im Late Game, also im späteren Spielverlauf, euer Schiff so weit min-maxen wollt, dass es in den High-DPS-Bereich geht, also sprich die Rangliste im DPS-Meta oder im DPS-Reader erklimmen wollt, wäre es ratsam für Free-to-Play-Spieler die Romulanische Republik und einen Alien zu wählen. Aliens haben bei allen Fraktionen einen Vorteil, im Gegensatz zu den anderen Rassen, die ihr wählen könnt ihr ein Alien weitaus mehr nach eurem Belieben gestalten, wie ihr es wollt, als die normalen anderen Fraktionen. Sie haben also kosmetische Vorteile, allerdings hat ein Romulaner Alien auch noch einen weiteren Vorteil. Alle Aliens kommen nämlich, egal ob Romulaner Föderation, kommen nämlich mit einer zusätzlichen persönlichen Raum- und Bodeneigenschaft. Die Romulaner Aliens haben halt noch den Vorteil, dass sie ein klein wenig bevorzugter behandelt werden. Manche Sachen bekommen sie billiger als auf Föderationsseite, gerade die im High-End-Bereich. Von daher ist das eine kleine Empfehlung für Min-Maxing. Wir gehen aber jetzt davon aus, dass ihr Casual Play spielen wollt, also ganz normal, also komplett Casual. Deswegen bleiben wir bei dem Beispiel Sternenflotte Mensch. Ganz klassisch. Und dann, wenn wir auf Weitergehen, kommen wir zur nächsten Wahlmöglichkeit, nämlich der Karriere. Natürlich haben bei der Rasse alle Auswahlmöglichkeiten auch verschiedene persönliche, ich nenne es jetzt mal Vor- und Nachteile. Wie gesagt, das macht aber nichts.
ob ihr nun einen Mensch, Andorianer oder Bajoraner wählt oder einen Klingon, das macht nichts, denn aus allen kann man genug machen. Dieses Spiel hat im Gegensatz zu anderen MMOs keine Grenzen mehr. Zur Auswahl bei der Karriere haben wir dann Techniker, Wissenschaftler und Taktiker. Das ist bei allen Fraktionen gleich und im Gegensatz zu der allgemeinen Annahme, die neue Spieler meistens immer direkt haben, spielt es keine Rolle, ob ihr Techniker, Wissenschaftler oder Techniker holt. Im Casual Play ist das egal. Ihr könnt mit einem Techniker genauso gut wissenschaftlich fliegen oder taktisch fliegen, als ihr es mit einem Wissenschaftler auf Technik macht oder mit einem Taktiker auf Wissenschaft zum Beispiel. Bedeutet, ihr seid hier nicht schiffsgebunden. Ihr könnt hier Kreuzer, Eskorte, aber auch Wissenschaftsschiffe fliegen, genauso gut wie als Wissenschaftler oder Taktiker. Einziger Unterschied ist hier wieder im Min-Maxing. Sollte sich jemand das Video hier anschauen, der ins Min-Maxing will, hier ein kleiner Tipp. Romulaner-Alien als Taktiker holen, denn selbst mit einem Wissenschaftsbild, einem sogenannten EPG-Bild, sind die Taktiker nach wie vor die besten. Hat man sich für eine Karriere entschieden, wir nehmen jetzt hier mal technisch, kommen wir nun zur Gestaltung. Im Gegensatz zu manch anderen MMOs gehört Star Trek Online zu den wohl umfassendsten MMOs, wenn es um Gestaltung der Charaktere geht. Beim Mensch ist das ein bisschen begrenzt. Alien hat hier weitaus mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Haare, Färbung, erweitert. Hier seht ihr das erweiterte Menü. Was man hier alles einstellen kann. Es ist einfach ein Schlaraffenland für jeden, der im Charakterbildbau Stunden verbringen möchte und kann. Hat man seinen Charakter hier dementsprechend designt, klickt man ein letztes Mal auf Weiter und kann hier einen Vornamen, einen zweiten Namen, einen Nachnamen auswählen, den Spielernamen und sogar den Namen des ersten Schiffes, welches ihr vom Spiel erhaltet. Und dann einfach auf Energie drücken und spielen. Nun gibt es allerdings noch eine kleine Sache, die ich an der Stelle euch mitgeben möchte auf euren Weg. Jedes Jahr finden in regelmäßigen Abständen sogenannte Rekruten-Events statt. Es gibt den Delta-Rekruten, es gibt den klingonischen Rekruten, es gibt den Gamma-Rekruten und den Zeitagent. Ein jeder dieser Rekruten bringt zusätzliche Features mit. Und das schauen wir uns jetzt ebenfalls noch kurz an. Und da wären wir auch schon. Dies ist der Klingonen-Rekrut. Der Klingonen-Rekrut, wenn man den sich erstellt, da muss man die klingonische Fraktion auswählen. Bekommt man ziemlich am Anfang, wenn man die erste Aufgabe erfüllt hat, also das Tutorial abschließt, bekommt man einen klingonischen Empfänger. Man hat 56 Ziele da drin zu erfüllen. Für jedes Ziel gibt es eine Belohnung. Zum Beispiel hier Schlachtenhunger, Level 50 Belohnung. Man bekommt eine Kiste mit 200 Marken. Diese Belohnungen sind allerdings alle accountweit einforderbar. Also es ist nicht auf euren Rekruten beschränkt. Man braucht auch nicht bei jedem Rekruten-Event einen neuen klingonischen Rekruten zu erstellen. Es reicht, wenn ihr einen euch erstellt, die Aufgaben durchführt, also die Aufgaben komplett löst und dann habt ihr die Aufgaben accountweit freigeschaltet. Wie ihr dann an die accountweiten Belohnungen kommt, zeige ich euch gegen Ende, wenn wir die Rekruten durchgenommen haben einzeln. Da gibt es nämlich auch einen kleinen Kniff dabei. Auf jeden Fall hier die Aufgaben erfüllen. Wie lange ihr die Aufgaben erfüllt, also wie lange ihr euch dabei Zeit lasst, ist euch überlassen, denn sobald ihr diesen Transponder, diesen Empfänger in eurem Inventar habt, ist es ein klingonischer Rekrut, beziehungsweise temporaler Empfänger ist es ein Zeitagent und so weiter. Das kommt immer auf den Rekruten an. Und ab dem Zeitpunkt könnt ihr das machen, wie ihr wollt. Also ihr seid nicht gezwungen, dies alles schnell durchzuführen. Hier haben wir den Zeitagenten. Der hat, wie ihr seht, genau das gleiche. Einen Transponder, hat ein paar mehr Aufgaben als der Klingonen-Rekrut. Belohnungen sind ebenfalls hier accountweit die meisten. Einen extra Kniff gibt es allerdings beim Delta-Rekruten. Da lohnt es sich, alle 3 Charaktere zu erstellen. Also alle 3 Fraktionen, die leuchten. Kleine Anmerkung an der Stelle, ihr seht
Welche Fraktion ihr dafür nehmen müsst, seht ihr am Leuchten im Startmenü. Denn dieses Leuchten signalisiert, welches Event gerade läuft. Beim Delta-Rekruten leuchtet allerdings das klingonische Symbol, das Föderationssymbol und das romulanische Symbol auf. Hat folgenden Hintergrund. Dieser Delta-Rekrut hat als einziger Rekrut in allen 3 Fraktionen einzelne Aufgaben, die allerdings alle accountweit zählen. Und das hat mit diesen Story-Episoden zu tun. Also unterm Strich kann man sagen, dass bei 4 Rekruten-Events, die einmal im Jahr jeweils stattfinden, man insgesamt 7 Rekruten erstellen muss, um halt alle Belohnungen accountweit zu bekommen. 3 Delta-Rekruten, einen Klingonen-Rekrut, einen Dominion-Rekruten und einen Zeitagenten. Wobei man sagen muss, bei den 3 Delta-Rekruten, wie gesagt, jeweils einen in einer Fraktion bedeutet einen Föderationsrekrut Delta, einen Klingonen-Rekrut Delta und einen Romulaner-Rekruten ebenfalls Delta. Wichtig dabei ist, dass ihr am Anfang, bevor ihr euch Zeit lasst, die Aufgaben zu erfüllen, überhaupt schaut, dass ihr dieses Gerät in euer Inventar bekommt. Dazu müsst ihr halt, wie gesagt, am Anfang am besten bei jedem Rekruten das Tutorial durchspielen, die ersten Missionen spielen und dann bekommt ihr das automatisch. Wenn ihr auf der Föderationsseite seid, könnt ihr bei Admiral Quinn auf der Sternenbasis euch die Belohnungen accountweit holen, und zwar bei diesem Offizier, Zeitagent Philip Cray. Einfach draufklicken. Ihr müsst, wenn ihr Level 20 plus seid oder bei einem Dominion-Charakter Level 65 plus die 20 Stunden Spielzeit, also da müsst ihr noch 20 Stunden Spielzeit investieren, könnt ihr hier draufklicken und könnt alles einfordern, was ihr bis dato freigeschalten habt. Auf Klingonens Seite, auf Kronos, befindet sich ebenfalls ein Agent, den ihr kontaktieren könnt, um eure accountweiten Belohnungen einzufordern. Ihr lauft einfach hier von der Transporter-Plattform in die große Halle und dann wäre das dieser Mann hier, Lieutenant Korn, temporaler Geheimdienst sprechen. Das gleiche Prinzip wie bei seinem Sternflotten-Pendant. Habt ihr alles erfüllt, könnt ihr hier draufklicken und euch die Belohnungen halt alle immer einfordern. Achtung an der Stelle, wenn ihr einen Rekruten euch erstellt. Wenn ihr eine Rekrutenerstellung mal verpasst oder es nicht funktioniert, weil ein Bug da ist oder so, ist das kein Weltuntergang. Wie gesagt, es kommt jedes Jahr. Ihr könnt nächstes Jahr es wieder versuchen. Achtet dabei vor allem auf einen besonderen Rekruten, nämlich den Klingonen-Rekruten. Der ist eigentlich am wertvollsten meiner Meinung nach, denn der Klingonen-Rekrut schaltet ein K6 Bird of Prey frei. Warum ist dieser K6 Bird of Prey so wichtig? Ganz einfach, dieser K6 Bird of Prey hat einen Trait, vernichtendes Sperrfeuer. Diese Fähigkeit ist die Verlängerung für Kanone Streusalve. Ihr bekommt also einmal im Jahr kostenlos ein Must-Have-Trait mit diesem K6 Bird of Prey. Daher würde ich jedem empfehlen, auf jeden Fall den Klingonen-Rekruten mitzunehmen, um diesen Trait, den man sonst nur aus dem Zen-Store bekommt, kostenlos zu erhalten. Die detaillierte Charakteranpassung und flexible Berufswahl in Star Trek Online erlauben es, Spielern nicht nur einzigartig aussehende Charaktere zu erstellen, sondern auch solche, die ihren persönlichen Spielstil optimal widerspiegeln. Durch die tiefgehende Anpassungsoption wird jeder Charakter zu einer eigenen individuellen Kreation, bereit das Universum zu erkunden und sich seinen Herausforderungen zu stellen. Für welche Karriere würdet ihr euch eigentlich entscheiden und vor allem warum? Schreibt es in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Videos angelangt. Die Charaktererstellung Star Trek Online 2024. Ich hoffe, das Video kann einigen Neulingen und wiederkehrenden Spielern etwas dabei helfen, sich besser im Spiel zurechtzufinden und vor allem, bevor man überhaupt ins Spiel richtig eintaucht,
einen Charakter zu erstellen? Habt ihr denn schon Ideen für eure Charaktere? Wenn ja, teilt eure Gedanken ruhig in den Kommentaren. Ich bin gespannt, welche erstaunlichen Charaktere ihr in dieses Universum bringt. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Star Trek Universum. Ich bin Super Slate, euer freundlicher Let's Player von nebenan. Tüdelü!